Sehr gut. Danke. Okay, dann erstmal Exit. Ja, und dann einfach in die Richtung. Also laut Karte, ich würde jetzt mal nach vorne sagen. Yes, Skotra. So. Yes. Hier da vorne dann rechts und dann eigentlich Über die Ampel drüber. genau. Ja, geil. Ja. Dann hier ist eine Moschee. Aha. Oh ja, schön. Ronnys Park und hier ist irgendwas mit Parking. Und da geht es noch ein bisschen weiter. Hier ist Parkhaus Ja. und ein bisschen weiter steht. Okay. Hier. Was meinst du? Ah, hier, guck mal da. Wirklich? Ja, ganz schick. Kann man ja zu zweit duschen. Ob das da vorne geben muss. 6,59 Uhr. Ah, nee, sehr gut. Das hier dicht, oder? Wie Ich heißt würd das auch Ding? sagen, Na, ja. Das war jetzt nochmal danke. Fale Min David. Boah, so viel. Ja. Oh, bin voller Vorfreude. Aha. Total Bock. Ich glaube, wir können mal hier über die Straße gehen. Wir müssen so da hinten dann beim Kreisel raus. Menüführung, ne? Das ist wie die Kitchen. Sag mal jetzt die Kamera ruhig. Keine Chance. So, angekommen in Tet. Laufen jetzt gleich los. Frühstücken erstmal. Und dann gucken wir mal. Geht gleich in die Vollen hier mit der Steigung, ne? Ja, es geht bergauf. Kako ti? Ne možemo se dobro brati. Kann was, oder? Der Ausblick. Ich weiß auch, wie der Gepäcktransport funktioniert. Hallo. Jetzt ungefähr die ein Drittel ungefähr. Wir sind kurz vor dem Gipfel. Ha? Was? So weit hoch? Nicht ganz hoch, dieser kleine Hügel, da sind ein bisschen Leute stehen, glaube ich. Okay, auf der Karte sah es gar nicht mehr so weit aus. Eventuell. Hey. Thomas meint da oben irgendwo. Ich hoffe, dass es weiter unten ist. Jedenfalls sind wir jetzt kurz vor dem Gipfel des ersten Tages. Lässt sich schön laufen, schön abwechslungsreich. Bisschen überlaufen noch. Aber wir vermuten, dass da viele Tagesausflügler hier doch dabei sind. Und hoffen, gehen davon aus, dass die nächsten Tage sich schon ein bisschen ausdünnt. Wäre zumindest geil. Boah, sonst, Thomas, hast du noch was zu sagen?
Erstmal nicht, nee. Erstmal nicht, sagt er. No way. Is that like all your stuff for travelling? No, I left it. Jetzt geht's nur noch bergab. Yes, thank you. Wir sind noch 33 Minuten entfernt vom heutigen Etappenziel in Valbona. Hier ist jetzt gerade nicht so nice zu laufen, aber geht. Dafür stehen da vorne Kühe auf der Straße. Wir nähern uns der ersten Unterkunft. Das Beine. Hallo. So, das ist mein Zimmer für die erste Nacht. Draußen Balkon. Geil. Und da freue ich mich jetzt besonders drauf. Nach 17 Kilometern. Willst schon wieder wissen, der Berg, ha? Wollen noch andere Leute hier durch? Hast du Zeckenspray heute drauf gemacht? Reicht. Ich könnte eine Pause machen. Ja. Wow. Zu viel Energie. Zu viel Energie. Oder muss zum Bus.
Aber weißt du, wie das ist mit den kleinen Sünden, ne? Da oben habe ich es dir gewünscht und dann bin ich selbst hingefallen. Ja. I think I maybe if I go here. Made it. All right. Ich überlege mal, wie ich da hinkomme eigentlich gerade. Ist hier auch schon rutschig. Fuck. So, probieren wir das doch mal. Du hast das Ding verloren. Ich bring sie dir dann. Hui. So, Tag 2 auf unserer Wanderung auf dem Peak of the Balkans. Gestern sind wir in Tet gestartet und nach Valbona gelaufen, 17 Kilometer. Geile Landschaft, aber auch anstrengend. Unterkunft war dann ziemlich geil. Das war das Gasthaus Mehmeti, glaube ich. Sehr schön, super Essen, super Zimmer. Und heute sind wir auf dem Weg nach Trem. Wie heißt der Ort? Cerem. 13 Kilometer. Aber krass anstrengende Steigung. Und jetzt haben wir den Gipfel passiert. Und ich glaube noch so 5-6 Kilometer. Ja, ansonsten Landschaft, wie man sieht, ist richtig schön. Und ja, es macht auf jeden Fall total Spaß. Und wir freuen uns auf die nächsten Tage. Und heute Abend erstmal auf ein schönes, kaltes Cola-Getränk und Bier und wahrscheinlich Wein und lecker Essen. Und ja, aber erstmal müssen wir noch ein bisschen laufen. Das sieht aus wie Bob Marley hier. Hallo Hundi. Alles gut? Vögel können so schöne Melodien pfeifen.
So, wir sind jetzt in Cherem, aber wir haben kein Internet und können unsere Unterkunft nicht finden. Wir hoffen, dass wir jetzt hier irgendwo mal ein WLAN kriegen oder Netzverbindung. Ansonsten fragen wir mal da unten, ne, ob die vielleicht wissen, wo das ist. Finally, auf dem Weg zur zweiten Unterkunft. No, I think so. Bon appétit. Merde, je Everything okay? Okay. okay. But you have everything you need? Yeah, we can. Okay. See you later. Take care. Geht schon wieder los. Hier kann man bestimmt schön Skifahren im Winter. Es ist aber Sommer und wir müssen hoch. Was bescheuert wie war das eigentlich? Ganz natürlich, Thomas. Wir sind jetzt am dritten Tag unterwegs. Wie ist der Ort? Cherem? Cherem, genau. Von Cherem nach Doberdol. 16 Kilometer. Also der Anstieg war super krass. Gerade eine Pause gemacht und haben jetzt hier so ein schönes flaches Stück durch den Wald, sehr schön. Und ja, ist auf jeden Fall anstrengend und man merkt es so langsam. Morgen haben wir, beziehungsweise wir werden 2 Nächte in Doberdol übernachten und dann mal gucken, was wir morgen machen. Geplant war, kurz in Kosovo rein und auf so einen Berg zu steigen. Da soll aber irgendwie noch Schnee liegen. Vielleicht gehen wir in irgendeinen See. Da haben wir von anderen Leuten was von gehört. Oder wir machen sogar nur einen Rest Day. Mal gucken, das entscheiden wir dann später. Aber ja. Aber weißt du, was das ist, Thomas? Das ist die Grenze. Das sind die Grenzschilder. Ja.
Letzte Anstrengung vor dem Ziel. Gleich geschafft. Hier noch drüber und dann sind wir da. Wir sind am Tagesziel angekommen. Wie heißt das? Doberdol. Und suchen jetzt. Ah, da ist es schon. Gasthaus Leonardi. Chillig. Die Aussicht von unserem Zimmer. Das ist unser Zimmer. Jetzt irgendwo duschen. Okay, cool. Dusche, WC. Perfekt. Und der Thomas kommt hoffentlich gleich mit Bier und Cola. Kein Bier, kein Cola? Ich hab dich nicht gesehen hier. Ich habe dir nämlich schon angekündigt. Ich habe es nämlich schon angekündigt, dass es jetzt Bier und Cola gibt. Halte ich das Versprechen. Sehr gut. So, guten Morgen, Tag 4. Wir sind in Doberdol und machen heute unseren Rest Day. Wir werden nur so ein bisschen rumlaufen und uns entspannen und erholen. Unser Körper braucht auf jeden Fall ein bisschen Pause. Und wir gehen jetzt, wo gehen wir hin? Wir sind einfach in einem Tal hier unterwegs. Ja. Wir wollen einen guten Spot für Sternenhimmel, Fotografie und vielleicht Video finden. Genau. Und viel mehr werden wir heute nicht machen. Jupp. Okay. Tag 5, oder? Let's go. Tag 5? Ja. Okay. Heute auf dem Weg nach Babino Polje in Montenegro. Ein Tag ausgeruht, beide topfit und haben Bock weiterzulaufen.
Das erste Mal die Regenjacke auspacken. Schwitzt man immer gleich so, ne? In der Regenjacke. Von wegen atmungsaktiv. Boah, da hinten. Da hinten geht es ganz schön runter. Ja. So nach Vorhang. So, fast am heutigen Etappenziel angekommen. Babino Polje. Hat am Ende hier ganz schön gedonnert. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, dass wir noch in irgendein krasses Gewitter reinkommen, aber bis jetzt sieht es gut aus. Wir sind, glaube ich, in 5 Minuten in unserer Unterkunft. 5 Stunden haben wir gebraucht heute mit Pausen. Oh nein, es fängt nochmal an zu regnen. Wir sind ungefähr 200 Meter von der Unterkunft entfernt. So, das ist unsere Unterkunft für heute. Eko Katun Hako. Keine Sekunde zu früh. Oder zu spät. Hallo. So, das ist unsere Unterkunft in Babinopolje, ja. Okay, auch sehr cool. Toilette, Dusche. Ja, tipptopp, super. Tag 6 auf dem Peak of the Balkans. Sind unterwegs von nach Plav. Es ist irgendwie kurz vor 9 oder so, glaube ich. Genau. Weiß gar nicht genau, wie viele Kilometer wir vor uns haben heute, aber so eine mittlere Anstrengung wird es wahrscheinlich. Im Moment ist Wetter super. Später könnte es nochmal Regen geben. Wir schauen einfach mal. Es geht wieder bergauf. Ich würde sagen, da ist der Part. Da hinten geht's weiter. Wir müssen irgendwie rüber. Ja. Oder über den Baumstamm dort. Ah, könnte mal probieren, ja. Ja. Du wirst schon sehen, dass jetzt gleich die Landschaft vor uns ausbreitet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier runter müssen. Guck, da
vorne geht es nämlich bestimmt ab. Mhm. Nee, wir müssen hier lang. Oh, Thomas, Oh ja, müssen wir noch mal Pause machen, glaube ich. Geht dran. Hier. Traum. Malerin. Ja. Na? Na? Da ist er ja. Habe ich zu viel versprochen? Unser heutiges Etappenziel. Plav. Guten Morgen. Tag 7 unserer Wanderung auf dem Peaks of the Balkans. Wir sind gerade gestartet in Plav und laufen heute nach Vusanje, die vorletzte Etappe. Ja, wird noch mal knackig heute mit, ich glaube, 21 Kilometern. Aber ja, hilft nichts, ne? Los geht's. 1000 Meter Höhenmeter. Ich glaube, hier wird es noch ein bisschen steiler. Du wolltest ja unbedingt hier lang, ich wollte ja mit dem Auto fahren. Ich glaube, das ist der steilste Anstieg bis jetzt. Da unten ist Plav, wo wir heute Morgen vor knapp 3 Stunden gestartet sind. Da oben, gleich geschafft, Thomas. Aber das war nicht schön. Käppchen, Thomas?
Zeit für Kaffee. Yes. Ja? Oder hier, mit Aussicht. 3 Kilometer vom Ziel. Hat jetzt nochmal angefangen zu regnen. Wir hoffen mal, dass es nicht zu schlimm wird. Es regnet sich ein. Ja, es war dann doch nicht nur ein kurzer Schauer, es hat sich jetzt sehr schön eingeregnet. Und wir haben jetzt noch ungefähr 2 Kilometer. Da hinten die Milchstraße so steht. Oh ja. In dem Tal. Ja. Dort unten liegt unser heutiges Etappenziel, Vusagne. Auf dem Weg zur Unterkunft. Nicht so einfach zu finden irgendwie, aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem guten Pfad. Das ist unsere Unterkunft für heute. Thomas chillt schon. Ich zeige euch noch mal kurz von innen. Hier schlafen wir. Und hier duschen wir. Ich geselle mich jetzt mal zum Thomas. Haben wir uns auf jeden Fall verdient. Unser Ausblick ist so. Guten Morgen, Tag 8 und damit der letzte Tag auf unserer Wanderung auf den Peaks of the Balkan. Unterwegs von Vusagne nach Teth, dort wo wir auch gestartet sind. Wir haben 8,5 Stunden vor uns und müssen auf jeden Fall den Bus um 17 Uhr bekommen. Jetzt ist es, weiß ich nicht, 7:30 spätestens oder sowas. Und ja, top, die Wette gilt. Nationalpark, ne? Hallo, Vordergrund. Weißt du noch, wie du gestern auf dem Stein ausgerutscht bist und dir dabei in die Hose geschissen hast? Das wollten eigentlich keinem erzählen. Zum Glück bin ich ja derjenige, der das Video schneidet. Das wird nicht dabei sein. Der letzte Anstieg des Tages und der Tour.
Guck mal, Thomas, ich glaube, hier ist einer von diesen Bunkern. Im Sommer schön schattig, schön kühl. Im Winter bestimmt auch. Gleich geschafft. Rechts und links. So, jetzt aber. Bereite dich vor, Thomas. Bereite dich vor, mental. Das war's. Jetzt nur noch bergab. Ich war's nicht. Wir sind ca. 8 Kilometer vom Ziel. Thomas hat keine Lust mehr. Ich bin noch voll motiviert. Nee, genau umgedreht. Wie ein junges Reh fliegt der Thomas den Berg hier hinunter. No? Ja, letzten 4-5 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Ja, wir kommen langsam wieder zurück in die Zivilisation. Okay. Ja, die wissen, wo sie abbiegen. Ja, das schwarze Schaf führt die Herde. Guck mal, der hinkt. Ja. Oh. Das erst. Stau. Das Grüne ist bestimmt keine Farbe. Ja, so weitergehen bitte vorne. Genau, hier hat unsere Wanderung im Prinzip gestartet. Genau. Hier sind wir am ersten Tag hochgelaufen. Ja. Und von da hinten sind wir heute gekommen. Und jetzt noch 200-300 Meter. Dann sind wir an der Ausgangsstelle. Yay! Geschafft! Geiles Ding!